Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Odin-Runen-Rätsel wird endlich gelöst, denn Ubisoft hat letzte Woche dazu offizielle Inhalte gepostet. Das schauen wir uns an. Außerdem zeige ich euch heute, was wir bis Weihnachten bekommen. Unter anderem ein neues Gebäude in der Siedlung. Klar, das Odin-Rätsel wird gelöst und eine neue Free Game Activity. Eine Komplettlösung der gesamten Odin-Rätselsachen werde ich euch hier präsentieren. Wenn ihr das also nicht verpassen wollt, würde sich jetzt auf jeden Fall ein Abo rentieren. Wir legen aber los mit den ersten Themen, nämlich der Roadmap. Das habt ihr auch schon gesehen, da wurden einige Bilder gepostet. 2 in der Tat von Ubisoft und das erste Bild kennt ihr schon. Das schauen wir uns aber genauer an, denn dort sehen wir einige Inhalte, die Ubisoft da versteckt hat. Doch fangen wir mal chronologisch an. Morgen unwahrscheinlich 13 Uhr werden wir das letzte Season-Update bekommen. Die letzte Season startet für dieses Jahr am 9. November und zeitgleich werden alle Spieler nicht nur ein neues Update bekommen, sondern auch eine neue Free Game Activity. Die heißt Gräber der Gefallenen oder Tombs of the Fallen und Andy hat dazu natürlich schon viele Videos gemacht. Ich möchte euch jetzt nicht vorwegnehmen, was dort alles passiert. Das könnt ihr gerne euch freiwillig selber anschauen. Auf jeden Fall entnehmen wir daraus, Spoiler, dass wir Gräber besuchen von ehemaligen barbarischen Anführern aus der Römerzeit und dass diese Gräber eventuell Connections haben mit den Runen. Und seit vorgestern wissen wir auch, dass diese Runen eine wichtige Rolle spielen werden im nächsten Update. Da hat Ubisoft nämlich dieses wunderschöne Bild gepostet und sie haben geschrieben, How keen is your eye? Tombs of the Fallen arrive on November 9th, bringing new challenges to places you may have already been. We'll try not to ruin the surprise. Und im Deutschen ist es ein bisschen blöd, weil Rune heißt quasi also ruinieren, das Wortspiel hat nicht ganz funktioniert. Aber auf jeden Fall ist hier natürlich ganz klar, ja, eine Verbindung mit dem Gräbern der Gefallenen und mit den Runen geschaffen worden. Und wenn wir uns das erste Bild von der Roadmap nochmal anschauen, ja, springen wir nochmal ganz kurz da zurück und ranzoomen, dann sehen wir natürlich in dieser blauen Aura erstmal natürlich eine Rune und wir entdecken auch, dass dieser Spot direkt bei der Siedlung ist. Also dort fängt wahrscheinlich auch die Questline an und da kriegen wir vielleicht auch eine kleine Sequenz, wo wir diese Aura sehen werden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf und endlich löst sich das Rätsel. Freunde, damit hat mein Kanal wirklich, also das ist ein Steckenpferd von meinem Kanal. Ich habe mich ja damit extrem befasst. Ich habe eine wirklich intensive Videoreihe dazu gemacht. Könnt ihr gerne mal hier anschauen, wenn ihr euch mal die Theorien anschauen wollt. Dazu, wir haben auch noch eine andere Sprache gefunden. Lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen. Alles in der Infokarte oben hier. Springen wir doch gleich zum zweiten Bild, denn dort sehen wir natürlich nochmal dasselbe am 9. November, Tombs of the Fallen, also Gräber der Gefallenen. Und da sehen wir die verschiedenen Fallen an der Seite, die Spikes und auch eine neue Rüstung, die im vorherigen Bild, also im Roadmap-Bild, was Ubisoft davor, vor ein paar Wochen hochgeladen hatte, nicht sichtbar war. Da hatte Eivor nämlich noch keine neue Rüstung an und hier sehen wir jetzt schon eine neue Rüstung, eine Mischling aus vielen Rüstungen, die es eigentlich schon in der Welt gibt, aber so in der Art und Weise einzigartig ist. Und da hat Andy natürlich auch schon was rausgehauen zu. Ich gehe da jetzt nicht drauf ein, aber das ist ein kleiner Sneak Peek zu den Rewards, die wir bekommen werden. Wenn ihr aber natürlich genauso hyped seid wie ich, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr freuen. Und eure Meinung würde mich auch interessieren, denn würdet ihr wirklich diese Rüstung feiern? Ist die euch wichtig? Ist die euch egal? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Ich persönlich muss sagen, es ist so ganz okay. Ich hoffe aber, dass wir noch einen weiteren Reward bekommen werden, vielleicht einen Story-Hub oder so. Das wäre viel cooler als eine Rüstung, um ehrlich zu sein. Aber die Woche hört noch nicht auf, Leute. Ja, die Woche ist so voll gepackt. Jeden Tag wird es Videos geben diese Woche. Und das nächste am Donnerstag, nämlich dem 11. November, ist das Oscoraya Festival, was angelehnt ist an die Wilde Jagd. Die Wilde Jagd ist ein Event, was normalerweise in der Julezeit, also rund um Weihnachten eigentlich stattfindet. Und das beschreibt ein Heer am Himmel, was von Odin angeführt wird. Und viele Versionen gibt es davon natürlich, klar. Eine Version ist, dass das die Gefallenen sind, die nicht dem Alterstod gestorben sind, sondern, sage ich mal, zu jung gestorben sind oder viel zu früh gestorben sind und nicht im Gefecht gestorben sind. Und dass die eine Katastrophe herbeiführen bzw. andeuten sollen. Und in diesem Motto findet das Fest halt eben statt, das Oscoraya Festival. Und wir sehen hier auf dem Bild natürlich ein Geisterschiff mit so ein paar Geisterdekorationen. Und ich weiß nicht ganz genau, wo es ist, weil es sieht nicht so aus, als wäre es an der Stelle, wo die normalen Feste immer sind. Was wir aber sehen, Leute, ist eindeutig eine neue Aktivität. Klar, wir wissen auch, dass wir ein Pferderennen haben, aber wir haben auch so eine Art Punschtauchen, nur ohne Punsch. Also man muss quasi mit dem Mund den Apfel abbeißen oder vielleicht einen Apfel wettessen, ich weiß es nicht ganz. Auf jeden Fall sehen wir da, wenn wir ranzoomen, das Ganze. Und das Ganze können wir dann eben bis zum 2. Dezember spielen. Ich denke, die meisten werden weniger brauchen, aber es gibt ja auch Leute, die nur am Wochenende spielen können. Ja, das war auf jeden Fall das Oscoraya Festival und dann geht es noch weiter, denn wir bekommen ja auch noch was Neues.
Weil ich habe ja gesagt, wir bekommen ein neues Siedlungsgebäude. Der Patch 1.4.1 bringt dieses Gebäude nämlich, beziehungsweise vielleicht auch eine neue Aktivität oder die Mastery Challenges, das werde ich gleich erklären. Fangen wir also mit dem Wann an. Naja, wir wissen also, Ubisoft bringt alle 5 Wochen ein neues Update raus. Morgen am 9. November kommt das 1.4.0 Update und 5 Wochen später sollte dann theoretisch das zweite Update kommen, 1.4.1, nämlich am 14. Dezember und das wäre auch passend zur Weihnachtszeit, da könnte man nämlich noch danach ein DLC zum Beispiel reinpacken, entweder in einer Woche danach oder direkt am 14. auch, um natürlich auch die Sales ein wenig zu der Weihnachtszeit anzukurbeln. Naja, ich denke also, dass mit dem Update 1.4.1 auch das dritte DLC für das Year 1 angeteased wird oder eventuell auch ein Season Pass Year 2 angeteased wird, ich weiß es nicht ganz. Auf jeden Fall meinte José Araiza, dass wir dieses Jahr noch eine Überraschung bekommen werden und ich glaube nicht, dass er die Odin-Runen damit meint, weil das ist ja schon lange im Umlauf, sondern dass wir einen neuen Inhalt bekommen werden. Das heißt also, es könnten 3 Dinge sein. Zum einen neue Mastery Challenges, zum anderen das Cassandra Add-on oder das Meteor DLC. Jetzt natürlich die Frage, okay, Mastery Challenges, da haben wir schon ein Gebäude, also das fällt eigentlich raus. Das zweite, das Cassandra Add-on könnte sein, aber dazu später mehr. Das dritte ist interessant, nämlich das Meteor DLC. Hierbei wissen wir, dass wir über Leaks zumindest können wir es vermuten, ob es offiziell ist, weiß ich natürlich nicht, aber da können wir vermuten und haben erfahren, dass wir eine Welt betreten, eine neue Welt, Svartalfheim nämlich, die wir über Tränke betreten. Also das wird ähnlich sein wie im Schamanenhaus. Es kann sein, dass wir dazu einen neuen Besucher bekommen, der auch ein Schamane ist und uns dann einlädt quasi, ja, auf einen kleinen Drink. Oder, das wäre nämlich die zweite Möglichkeit, dass wir das komplett vergessen und über Valkas Hütte im Grunde in diese Welt eintauchen, weil auf ihrem Tisch, da ist ja noch Platz für mehr Tränke. Die zweite Möglichkeit wäre, dass wir das Cassandra Add-on bekommen könnten. Und wir wissen, dass ein Besucher in die Siedlung kommen wird, der uns oder die uns von den Geschehnissen auf der Insel von Sky erzählen wird. Und immer wenn wir einen Besucher bekommen haben, hatte der Besucher meistens auch ein eigenes Haus bekommen, beziehungsweise eine eigene Hütte. Und somit könnte die kleine Überraschung geliefert werden und wir könnten das Add-on betreten und dann mit dem dritten DLC im nächsten Jahr weitermachen. Doch ja, was ist eure Meinung? Was glaubt ihr, was wird da hinkommen? Ich sage entweder, wie gesagt, Cassandra Add-on oder Meteor DLC. Das sind meine beiden Vermutungen. Wow, was für eine Woche wird das denn jetzt hier? Ja, ich werde auf jeden Fall jeden Tag für euch Videos raushauen. Außerdem muss ich ja auch noch irgendwie euch mit einem schönen Anniversary-Video beliefern, möchte ich zumindest, denn wir sind seit einem Jahr hier auf YouTube mit Assassin's Creed unterwegs. Großes Danke nochmal. Und es heißt also, es lohnt sich eigentlich mit einem Abo da zu bleiben, weil wir rocken. Wow, was für eine Woche wird das denn? Ganz ehrlich, ja, ich werde jeden Tag in dieser Woche euch mit Content beliefern, informieren, eure Komplettguides bringen, die ihr möchtet. Dementsprechend lohnt es sich auf jeden Fall hier dran zu bleiben. Ich bedanke mich bei euch. Der Dränger-Daumen, den habt ihr gesetzt. Das Abo habt ihr auch gesetzt. Danke für dieses letzte Jahr, denn ich habe ja das einjährige Jubiläum vor ein paar Tagen gefeiert, in Anführungsstrichen. Ihr habt es ja eventuell gesehen und dazu kommt auch noch ein Video. Jetzt bin ich wieder gesund, fast zumindest. Ja, ich bedanke mich bei euch. Wie gesagt, Abo habt ihr gesetzt. Die Glocke habt ihr aktiviert. Das weiß ich und Evo auch. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.